Ja, mein Name ist Markus Lutz, in dritter Generation Geschäftsführer der Eduard Lutz Schraubenwerkzeuge GmbH und habe letzten Endes die Aufgabe, das Geschäftsmodell Produktionsverbindungshandel ins dritte Jahrtausend zu überführen. Naja, in erster Linie hat das AutoStore-System dazu beigetragen, dass wir überhaupt mal mit unserem Tagwerk fertig werden. Also wir sind über die letzten Jahre relativ stark gewachsen über Firmenzukäufe, aber die Logistik ist nicht mitgewachsen und sind jetzt an einem Punkt, wo wir wirklich sagen können, wir sind taggleich in Kommissionierung, Wareneingang und allen anderen Logistiktätigkeiten. Der Produktmix rund um Schraube, Werkzeug, Arbeitsschutz, Antriebstechnik, Artikel, der ist natürlich sehr, sehr vielfältig, insbesondere in Größe und Gewicht. Und das macht es genau auf der Seite auch für uns interessant. Ich meine, wir haben 30.000 Artikel unterschiedlicher Formate in AutoStore und bildet rund 80-90% unserer gesamten Artikel ab. Ja, wir haben die Boxen unterteilt in ein Achtel, ein Sechstel, ein Viertel, ein Halb und logischerweise ein Ganz. AutoStore hat hier den großen Vorteil, dass es ja in sich die ABC-Klassifizierung der Produkte macht. Das heißt, man hat die Schnelldreher immer oben auf. Wir haben eine hohe Abdeckung an Artikeln, die in AutoStore Platz hat. Und wir haben auf der anderen Seite ja auch die permanente Redundanz. Wir waren früher in der Kommissionierung rund 15 Kilometer am Tag pro Nase unterwegs. Und das ist natürlich über AutoStore Geschichte. Die Zufriedenheit der Logistikmitarbeiter kommt daher, dass keine Reibungspunkte mehr mit den Kolleginnen und Kollegen aus Kundenmanagement oder Produktmanagement, weil einfach die Ware immer auffindbar ist. Es geht keine Ware verloren. Was ist uns im Mittelstand da wichtig? Wir brauchen ein Stück weit einfach diesen Austausch auf Augenhöhe. Also ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Nadelstreifen-Consultant, sondern ich muss jemanden haben, der weiß, wie ein Gabelhubwagen aussieht. Ja, die ganze Projektrealisierung letzten Endes ist außerordentlich gut durchgelaufen, muss man so sagen. Und dem typischen Mensch zu Ware auf kein Beleg und Ware zu Mensch. Das war natürlich von der Entscheidung her was grausam, zu sagen, okay, das machen wir jetzt. Aber im Nachhinein, und wir sind jetzt seit 2,5 Jahren live, sagen, wir können es uns gar nicht mal anders vorstellen. Also wir haben uns für die Entscheidung in Summe ja gut 1,5 Jahre Zeit gelassen. Auch warum? Ja, weil wir viel Daten erfassen mussten im Vorfeld. Also als erstes muss man vor dem Schritt absoluten Respekt haben. Der Schritt ist ganz schlecht delegierbar, aber grundsätzlich muss man sehr, sehr tief in seinen bestehenden Prozessen sein, im Wissen um seine bestehenden Artikel. Irgendwann muss die Entscheidung fallen. Ich glaube, man muss sich so viele Stimmen wie möglich vorher anhören. Bei unterschiedlichen AutoStore-Systemen letztlich das System schon mal anschauen konnten und dann Machbarkeitsstudien gemacht haben. Gesamtfazit ist, dass ich sehr viel Glück gehabt habe, nie einen richtigen ROI auszurechnen, weil wir einfach davon ausgehen mussten, und das ist ja das Thema, Stichwort heißt hier Fachkräftemangel, uns war klar schon an 2017, dass wir entweder schrumpfen müssen oder dass wir automatisieren müssen. Und wenn die Alternative Schrumpfen ist, dann gibt es für Automation keinen ROI. Die nachgelagerten Effekte, die wir daraus haben, das ist Akzeptanz Kunde, Akzeptanz Lieferant, das ist auch und im Schwerpunkt ein Stück weit auch die Mitarbeiterzufriedenheit aus Zukunftsfähigkeit raus. Also wir haben früher mindestens ein Vierteljahr gebraucht, um neue Kolleginnen und Kollegen einzulernen. Und wir brauchen jetzt 15 Minuten. Wir wären heute auf dem Gelände vollkommen ausgeplant, wenn wir nicht AutoStore gebaut hätten, weil wir einfach über konventionelle Lagerhaltung den 10-fachen Platzbedarf hätten. Und sind jetzt seit 2,25 Jahren live und können jetzt Themen skalieren, die wir uns früher nie getraut hätten.
und haben einfach den Vorteil, wir haben die Chance auf 40% Wachstum, ohne einen Stein in die Hand nehmen zu müssen, sondern wir müssen in Anführungszeichen nur Boxen einbringen. Ja, das bringt mir vor allem die Zeit, dass ich jetzt in der Situation bin, vertriebliche Themen ganz anders angehen zu können.